Die erste Deutsche fliegt ins All. NASA vertagt erneut Entscheidung zu Boeing Starliner. Everyday Astronaut berichtet aus den heiligen Hallen von Blue Origin. Intuitive Machines möchte Viper Rover der NASA übernehmen. Die FAA verschiebt öffentliche Anhörungen zum Umweltgutachten der Starbase. Am Gateway to Mars nähert sich der zweite Start- und Fangturm seiner Fertigstellung und SpaceX beginnt mit der Zerstörung des Hitzeschildes von Ship 31. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Das war ein ganz schöner Hammer für mich diese Woche. Die erste Deutsche hat einen Crewsitz ins All. Ein in China geborener Kryptowährungsunternehmer, der hat eine Crew Dragon Mission finanziert, die als erste Crewmission über die Pole der Erde fliegen wird. Erkennt ihr ein Schema? Genau, diese erste von irgendwas oder erstes von irgendetwas, das ist für die öffentliche Warnung immer total wichtig, weil man damit immer eine Headline hat und jeder Reporter immer etwas Greifbares über das was schreiben oder berichten kann, auch wenn man so grundsätzlich keine Ahnung von Raumfahrt hat. Aber erst einmal zur angekündigten Mission. SpaceX hat am 12. August die private Astronautenmission Fram 2 angekündigt. Fram, das ist ein berühmtes Polarforschungsschiff, mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts sowohl Fridtjof Nansen als auch Roland Amundsen Expeditionen zu den Polen durchgeführt haben. Kein Holzschiff war je weiter im Norden oder Süden als die Fram. Das Schiff, das kann man noch heute in Oslo besichtigen. Ja, und die Mission Fram 2, die wird eben auch zu den Polen oder über die Pole, über Nord- und Südpol fliegen und daher die Hommage an dieses berühmte Forschungsschiff Fram. Voraussichtlicher Starttermin, das ist Ende 2024, wobei das mit NASA Crew 9 und Polaris Dawn und der Rückkehr von Crew 8 sehr sportlich werden dürfte. Die Crew Dragon, die soll als erste Crewmission in eine polare Umlaufbahn starten. Von polar, da spricht man für gewöhnlich bei 60 bis 90 Grad Inklination zum Äquator. Und wenn ich mich nicht täusche, war die Space Shuttle Mission STS-51 am 12. September 1993 der bisherige Rekordhalter, was polare Neigung angeht, mit einer Bahnneigung von 57 Grad, also noch nicht so wirklich polar. Wie bei Inspiration 4 und am 26. August dann Polaris Dawn, die ja beide von Milliardär Jared Isaacman finanziert wurden, hat Fram 2 einen privaten Hauptfinanzier. Die Fram 2 Mission, die wird von Chan Wang, einem Unternehmer und Abenteurer aus Malta, finanziert. Wang, in China geboren, ist in China und Südkorea aufgewachsen. Mittlerweile ist er maltesischer Staatsbürger. Neben Wang werden Jannike Nicholson aus Norwegen als Kommandantin, Eric Phillips aus Australien als Pilot und eben auch, Rabea Rogge aus Deutschland als Missionsspezialisten an der Mission teilnehmen. Ich habe ja den Anspruch, dass die Senkrechtstarter News mehr Nachricht als Meinung sind. Daher hier gekennzeichnet hier meine Meinung zu dem Thema. Ich hoffe, dass sich im DLR, bei der ESA und im Wirtschaftsministerium gerade ganz viele Menschen richtig fett schämen. Nach 18 bemannten, und da ist das Wort richtig, Orbitalflügen von 13 Männern, die früher oder später deutsche Staatsbürger waren, fliegt jetzt die erste Frau ins All, und zwar privat. ESA hätte vor der Bedrohung warnen müssen, die Raumfahrtagentur hätte besser beraten müssen und das Wirtschaftsministerium hätte die Zeichen der Zeit erkennen müssen. Hätte, Fahrradkette. Ich bin jetzt mal ganz böse und sage, was da für ein Bild gerade entsteht oder entstehen wird. Zwangsläufig meiner Meinung nach. Wenn du ins All willst, sprichst du mit SpaceX und Menschen mit Geld. Denn Raumfahrtagentur, ESA und Bundesregierung, die sind da doch gar nicht zuständig. Ich gehe sehr davon aus, dass die mediale Aufmerksamkeit für Fram 2 deutlich höher sein wird als die für ESA-Missionen. Senkrechtstarter wird zu 97% von Männern gesehen. Da kann man erkennen, wie groß das unerschlossene Potenzial ist. Alle Frauen, die sich durch Fram 2 vielleicht plötzlich für Raumfahrt interessieren, die werden damit nicht die ESA, das DLR oder den deutschen Staat verbinden. Und in 46 Jahren deutscher Raumfahrt hatte man definitiv genug Zeit. So, genug Frust. Ich würde mir wünschen, dass Raumfahrtagentur, ESA und Bundesregierung das Thema jetzt positiv besetzen. Es ist einfach unfassbar cool, dass jetzt die erste Deutsche ins All fliegt. Ja, und ich glaube, sie ist auch eine coole Socke. Ich habe schon kurz mit Rabea geschrieben. Da gerade ihr Training bei SpaceX begonnen hat, werden wir uns für ein Interview etwas gedulden müssen. Aber total netter Kontakt und ich bin sehr auf Rabea als Mensch gespannt. Vielleicht trotzdem schon mal ein paar Informationen, die wir über Rabea haben. Rabea hat in Zürich Elektrotechnik studiert und promoviert gerade in Trondheim, Norwegen, zum Thema adaptive Missionsplanung für autonome Schiffe unter rauen Bedingungen. Ich habe ja Schiffbau studiert und Trondheim hat unter uns Schiffbauern einen exzellenten Ruf. Ich würde sagen, da haben Rabea und ich mit der Raumfahrt und maritimer Technologie definitiv viel zum Abnörden. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch maritime Technologie auch interessiert. Ja, Rabea also Forscherin und auch Fram 2 als Raumfahrtmission soll einen wissenschaftlichen Anspruch haben. Soll unter anderem das erste Röntgenbild eines Menschen im Weltraum aufgenommen werden und ein Phänomen mit dem Namen Steve untersucht werden. Ein Plasmaleuchten in der Atmosphäre, was bisher nicht sehr gut erforscht ist.
Ich freue mich total auf Fram 2. Ich bin super gespannt, was das mit der Wahrnehmung der Raumfahrt im deutschen Sprachraum macht, wenn wir dann die erste Deutsche im All haben. Werden wir beobachten. Fram 2 soll also auch Leuchten in der Atmosphäre untersuchen. Apropos Leuchten und schöne Bilder. SpaceX hat die Woche tolle Aufnahmen von einem Falcon 9 Start vom Kennedy Space Center geteilt. Den Start, den hatte man um einige Tage verschoben, was letztlich zu den tollen Lichtbedingungen für diesen Start geführt hat. Das bringt uns zu den Starts der vergangenen Woche. Am Montag, 12. August, ist von Vandenberg auf einer Falcon 9 die Arctic Satellite Broadband Mission gestartet. Auch am Montag auch Falcon 9 mit Starlinks von Kennedy Space Center. Am Donnerstag, 15. August, ist von Baikonur eine Soyuz mit einem Progress-Frachter zur ISS gestartet. Auch am Donnerstag Falcon 9 mit Worldview Legion 3 and 4 für Maxa. Startplatz war Cape Canaveral Space Force Station. Am Freitag, 16. August, ist von Indien aus eine SSLV mit EOS 8 und Space Rickshaw Zero für die ISRO gestartet. Auch am Freitag eine Langer Marsch 4B mit staatlichen Yaogan Erdbeobachtungssatelliten. Ja, und den Wochenabschluss hat dann am Freitag SpaceX mit einer Falcon 9 gemacht. Die Rideshare-Mission Transporter 11, die brachte unter anderem den Freiburger Satelliten Ernst in eine sonnensynchrone Umlaufbahn. Ich habe es live gestreamt, weil ich in Freiburg vor Ort war. Der Startplatz, das war Vandenberg. Du brauchst neue Sportschuhe? Dann schau dir unbedingt den Wool Trainer von Gieswein an. Entwickelt für intensive Workouts, bietet dir der Wool Trainer als ultimativer Gymschuh alles, was du für maximale Performance brauchst. Das atmungsaktive Merino-Futter, das hält deine Füße frisch und trocken, selbst bei den härtesten Einheiten. Das geht auch barfuß. Ja, und der innovative dreistufige Sohlenaufbau, der gewährleistet maximale Kraftübertragung ohne Abstriche beim Komfort. Egal, ob du läufst, springst, Gewichte hebst oder an der Strandbahn eine gute Figur machen willst. Und was ich bei Sportschuhen immer sehr wichtig finde, durch die hochgezogene Sohle an den Seiten, da hat mein Fuß eine super Unterstützung gegen Einknicken. Der Wool Trainer, der ist nicht nur funktional und schick, sondern auch nachhaltig. Das Obermaterial, das besteht aus recyceltem, gestricktem Polyester und robustem Monomesh, das dann Langlebigkeit garantiert. Dabei bleibt der Schuh schön flexibel und leicht. Und das Beste, deine Wool Trainer, die sind maschinenwaschbar. Einfach bei 30 Grad im Wollwaschgang waschen, Luft trocknen lassen und schon kann's auf die nächste Mission gehen. Performance, Komfort, Langlebigkeit. Der Wool Trainer ist dein Trainingspartner von Gieswein. Mit meinem Link und dem Code SENKRECHTSTARTER bekommt ihr 20% auf das gesamte Gieswein-Sortiment. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA hat eine Reihe öffentlicher Anhörungen zu einer Umweltprüfung verschoben. Es geht um die SpaceX-Pläne zur Erhöhung der Starship-Startrate aus der Starbase in Südtexas. Diese Anhörungen, die für den 13. und 15. August in den nahegelegenen Städten sowie virtuell am 20. August geplant waren, die wurden kurzfristig abgesagt. Die FAA erklärte, dass sie von SpaceX zusätzliche Informationen einholen möchte, bevor die Anhörungen neu angesetzt werden. Für die es allerdings aber noch keinen konkreten Zeitpunkt gibt. Die Umweltprüfung, die im Juli veröffentlicht wurde, oder das Gutachten, was jetzt geprüft wird, ist eine Aktualisierung einer früheren Bewertung aus dem Jahr 2022, die ursprünglich ja nur für 5 Starship Super Heavy Starts pro Jahr untersucht wurde. Die neue Bewertung, die erweitert diese Zahl auf 25 Starts pro Jahr und berücksichtigt zusätzlich auch Upgrades am Startsystem, wie zum Beispiel eine erhöhte Schubkraft, aber auch das geplante Landen der beiden Stufen in der Starbase. Der Zeitpunkt der Absage fiel zusammen mit einem Bericht von CNBC, der behauptet, SpaceX habe am Starbase-Standort ohne Genehmigung industrielles Abwasser eingeleitet. Dies soll im Zusammenhang mit dem neuen Deluge System stehen, das nach dem ersten Starship-Flug im April 2023 installiert wurde, um Schäden am Startplatz zu verhindern. Wir erinnern uns, bei IFT-1 hinterließ das Abgas ein mehrere Meter tiefes Loch und zerstörte dabei Teile des Fundaments des Starttischs. Laut dem Bericht von CNBC hatte die Texas Commission on Environmental Quality wegen dieser Abwassereinleitung SpaceX eine Anzeige zugestellt. SpaceX widersprach diesem Bericht mit einem längeren Statement auf X und erklärte, dass alle Operationen des Deluge System in Übereinstimmung mit den geltenden Genehmigungen durchgeführt wurden, ja, und das Unternehmen nach Absprache mit der Umweltbehörde EPA kürzlich eine individuelle Genehmigung beantragt habe. Laut SpaceX verwendet das Deluge System sauberes Trinkwasser, um Raketenabgase, genauer die Hitze und Vibrationen zu absorbieren. SpaceX verweist darauf, dass solche Systeme auch an anderen US-Raumfahrtstandorten wie Kennedy Space Center, Cape Canaveral und der Vandenberg Space Force Base verwendet werden. SpaceX besteht darauf, man habe zu jeder Zeit die Einhaltung der Umweltstandards nachgewiesen. Das verwendete Trinkwasser werde nicht industriell verunreinigt, die Startfläche werde vor den Starts gereinigt und das meiste Wasser, das verdampfe während des Starts. Unabhängige Labortests sollen gezeigt haben, dass keine gefährlichen Schadstoffe wie etwa Quecksilber in nennenswerter Menge vorhanden sind, beziehungsweise sich weit unter den nationalen und lokalen Grenzwerten befinden.
Zusammenfassend betont SpaceX, das Unternehmen sei sich seiner Verantwortung bewusst und treffe alle notwendigen Maßnahmen, um die Umwelt zu schützen, wenn es zugleich an der Revolutionierung der Raumfahrt arbeite. Ja, für mich ist aktuell unklar, wie sich diese Entwicklung auf die Pläne für den nächsten Starship-Testflug auswirken werden, also auf den 5. Flug. Dass sich SpaceX zu diesem langen Statement auf X genötigt sah, das deutet für mich auf eine gewisse Nervosität vor der öffentlichen Anhörung hin. Wie ich berichtet hatte, gab SpaceX bereits letzte Woche bekannt, sowohl die Starship-Oberstufe als auch die Super Heavy-Trägerrakete seien grundsätzlich bereit für den 5. Start, sobald die entsprechenden behördlichen Genehmigungen vorliegen. Der SpaceX-Chef Elon Musk erklärte, der nächste Starship-Start, der könne in etwa 3 Wochen erfolgen. Regulatorik ist optisch natürlich nicht so stark wie Hardware und Hardwareentwicklung, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass da Behörden und Unternehmen ein Stück weit vielleicht im Dialog sind und der ein oder andere sich bewegt und das im Zweifelsfall für alle das Beste bei rumkommt und vor allem auch nicht die Sicherheit von uns gefährdet wird. Ja, in der Starbase, da ist die Woche trotz der Unsicherheiten um das Umweltgutachten einiges passiert. SpaceX hat ja angekündigt, man arbeite bereits an den Vorbereitungen des 6. Fluges, also dem übernächsten. Da bleibt an der Hardware noch einiges zu machen. Aktuell befreit man Chip 31 von seinem Hitzeschild. Ähnlich wie bei Chip 30 kommen hier die etwa 18.000 Kacheln sowie das Untermaterial runter und dann ein neues Untermaterial mit stärkeren Kacheln wieder oben drauf. Ich habe die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber ich meine, der Prozess hat bei Chip 30 etwa 5 Wochen gedauert. Da hat man bestimmt auch gelernt, wie das Ganze schneller geht, aber einige Wochen Arbeit dürften auch auf Chip 31 warten. Mein Kumpel Adrian von NASA Spaceflight, der hat eine Statistik zu den Zeitraum zwischen den Starship-Starts geteilt. Sehr eindrucksvoll, wie da die Zeit zwischen den Starts immer kleiner wird. Ich teile Adrians Einschätzung, dass das bei der aktuellen Situation mit der Regulatorik bei Flug 5 mit einer weiteren Reduktion nicht mehr realistisch ist. Aber es geht ja trotzdem alles voran. Ja, und Wachstum, das ist die Überleitung. Auch der 2. Startturm wächst jede Woche weiter kräftig in den Himmel. Diese Woche wurde das 7. Turmsegment montiert. Und während ich die News hier schreibe, ist das vorletzte, das 8. Segment bereits am Startplatz und wird aktuell für die Kranoperation vorbereitet. Am bisherigen 1. Startplatz, da wird aktuell weiter an der möglichen Boosterfangoperation und dem Wiederlanden auf den Chopsticks gearbeitet. Das Fangen und Landen ist ja bereits für den 5. Starship-Flug geplant. Ja, Booster-Teilsegment B14.1, das befindet sich auf dem Starttisch und weitere Backpfeifentests werden erwartet. Testtank, Treibstoffdepot oder Mockup für HLS Mond Starship. Es ranken sich viele Gerüchte um Starship 26, weil ihm ja so ziemlich alles fehlt, was man für Wiederverwendung braucht und es da sehr nackt aussieht, wird S26 von mir auch liebevoll Nacktmole Starship genannt. Interessanterweise ist wieder Bewegung in Starship 26 gekommen. Es ist immer noch nicht ganz klar, was sein Zweck sein soll, da immer wieder an ihm gearbeitet wird und es offensichtlich nicht verschrottet werden soll, beobachten wir hier natürlich weiter. Nachdem Raptor-Triebwerke aus Chip 26 entfernt wurden, befindet es sich nun wieder im Raketengarten hinter den Megabase. Ja, und wöchentlich grüßt das Murmeltier oder so ähnlich. Ja, der Ausgang des Boeing Starliner Testflugs für die NASA ist weiter ungewiss. Eigentlich wollte die NASA diese Woche eine Entscheidung bekannt geben, was nun wieder vertagt wurde. Die NASA plant bis Ende August zu entscheiden, ob die Astronauten Butch Wilmore und Sunita Williams mit dem Boeing CST-100 Starliner zur Erde zurückkehren können. Eine Überprüfung der Starliner Flugbereitschaft ist für Ende des Monats angesetzt, nachdem Probleme mit dem Reaktionskontrollsystem des Starliners während des Anflugs zur ISS aufgetreten sind. Experten analysieren derzeit die Ursachen dieser Ausfälle, um sicherzustellen, dass die Rückkehr sicher ist. Falls es zu weiteren Verzögerungen kommt, könnten die Astronauten bis 2025 auf der ISS bleiben und dann mit einer Crew-Dragon von SpaceX zurückkehren. Das Büro des NASA-Generalinspekteurs OEG kritisierte Boeing scharf wegen erheblicher Mängel bei der Qualitätskontrolle des Space Launch Systems. Ein Bericht vom 8. August zeigt gravierende Probleme beim Bau des Block 1B SLS, die auf unzureichendes Qualitätsmanagement und eine schlecht ausgebildete Belegschaft zurückzuführen sind. SLS 1B, das ist das SLS mit stärkerer Oberstufe, das für Artemis 4 und den Aufbau des Gateways vorgesehen ist. Zwischen 2021 und 2023 wurden Boeing 71 Mängel bescheinigt, davon 24 schwerwiegende. Diese Mängel, die könnten die Zeitpläne, aber auch die Sicherheit des SLS gefährden. Empfehlungen zur Verbesserung, die wurden von der NASA akzeptiert. Obwohl Verzögerungen erhebliche Kostensteigerungen bei der NASA zur Folge haben, lehnt die NASA finanzielle Strafen für Boeing bisher ab. Ich habe aus NASA-Kreisen gehört, dass es aktuell für Boeing extrem schwer ist, qualifiziertes Personal zu bekommen. Das wird zum einen mit der aktuell schlechten Presse um den Boeing-Konzern, aber auch mit den wenig gefragten Standorten in Virginia und Louisiana zusammenhängen. Vor Artemis 4 kommt aber jetzt erst einmal Artemis 2, die erste Mission im Artemis-Programm mit Crew zum Mond. Das stellt natürlich ganz andere Anforderungen an die Sicherheit als der Flug ohne Crew von Artemis 1.
Diese Woche übte das Pad Rescue Team, die Artemis Abschlussmannschaft und das Artemis Startteam Notfallprozeduren bei einem Startabbruch noch auf dem Pad. Indien will ja auch langfristig eigenständig Menschen zum Mond bringen. Jetzt geht es erst einmal mit SpaceX ins All. Vom Training der neuen indischen Astronauten gab es die Woche ein kurzes Video von der ISRO. Leider hochkant, aber man kann ja nicht alles haben. Ich habe die letzten Wochen öfter von den spannenden Entwicklungen bei Blue Origin berichtet. Und wer davon noch nicht überzeugt ist, dem empfehle ich das aktuelle Video vom Everyday Astronaut. Der teilte diese Woche seine Eindrücke von einem Werksbesuch bei Blue Origin am 30. Mai. Niemand weniger als Amazon-Gründer und Blue Origin-Besitzer Jeff Bezos begleitete ihn. Man muss ihn nicht mögen, aber ich denke, seine Begeisterung für Raumfahrt, die sollte spätestens nach diesem Video außer Frage stehen. Ähnlich wie in Everyday Astronaut Interviews mit Elon Musk wirkt Jeff wie auch schon im Podcast mit Lex Friedman sehr detailversessen und gut informiert. Ja, es geht da um Bremskoeffizienten und Inertial Guidance Systeme, ja, und Fertigungsprozesse. Auch den Kommentar von Bezos zum Sloshing von flüssigem Wasserstoff fand ich sehr aufschlussreich. Spannendes Detail zur Erststufe: die 7B4-Triebwerke, die werden nicht alle über Schubvektorsteuerung verfügen, sondern nur die inneren 3. Ich will nicht zu viel spoilern. Wieder ein tolles Interview von Tim, findet ihr auch unter dem Video verlinkt. Apropos Blue Origin, die NASA wird im März 2025 eine Nutzlast namens Scarves an Bord von Blue Origins erster Mondlandemission Blue Moon Pathfinder übergeben. Die Mission, die untersucht, wie Triebwerksabgase mit dem Mondboden interagieren, was für zukünftige Artemis-Missionen dann wichtig ist. Die Nutzlast war bereits auf IM-1, aber Blue Origin wurde für diese Mission ausgewählt, da ihr Lander deutlich schubstärker ist. Intuitive Machines hat angekündigt, dass sie sich um die Übernahme der NASA-Mission des Mondrovers Viper bemühen. Intuitive Machines, genau, denen war mit der IM-1-Mission und dem Odysseus-Lander am 22. Februar die erste weiche Mondlandung eines amerikanischen Raumfahrzeuges seit Apollo 17 im Jahr 1972 gelungen. IM-1 war zudem die erste erfolgreiche Mondlandung eines Privatunternehmens und die erste Landung in der Südpolregion des Mondes. Zwar gab es Steuerungsprobleme und als das Landegestell einknickte, kam der Lander schräg zum Stehen, was seine Forschungsaktivität stark einschränkte. Die folgenden Missionen, IM-2 ist für Ende 2024 oder Anfang 2025 geplant, während die IM-3-Mission auf Oktober oder November 2025 verschoben wurde. Am 13. August erklärte Steve Altemus, CEO von Intuitive Machines, das Unternehmen reagiere zusammen mit anderen Firmen, Universitäten und internationalen Partnern auf eine Anfrage der NASA, die nach Interessenten für die Übernahme des Viper Mondrovers sucht. Die NASA hatte im Juli überraschend angekündigt, sie stelle die Mission ein, um Kosten zu sparen, obwohl der Rover fast fertig ist. Altemus betont die Bedeutung der Viper-Mission für die Wissenschaft und das Artemis-Programm der NASA, besonders die Erforschung von Wasservorkommen am Mond Südpol. Die Koalitionen, die planen, den Rover mit dem größeren, noch in Entwicklung befindlichen Nova-D-Lander von Intuitive Machines zum Mond zu bringen. Dabei sollen auch die Möglichkeiten genutzt werden, zusätzliche Frachtkapazitäten zu verkaufen, um die Kosten der Mission zu decken. Sollte Intuitive Machines den Zuschlag erhalten, könnte der Viper-Rover Ende 2027 starten. Der ursprüngliche NASA-Plan sah einen Start im September 2025 vor. Intuitive Machines erwartet zudem baldige Entscheidungen der NASA über weitere Aufträge für Mondmissionen und Kommunikationsdienste im Weltraum, für die sich die Firma ebenfalls beworben hatte. Ich hatte in den letzten Wochen immer wieder über die japanische Mission ADRAS J berichtet, die derzeit eine ausgebrannte H2-Oberstufe untersucht und in einer Folgemission diese Stufe entsorgen möchte. Am 12. August gab Airbus Defence and Space und Astroscale UK, die britische Tochter des japanischen Unternehmens, eine Absichtserklärung bekannt, die sich auf in Großbritannien ansässige In-Orbit Servicing und Fertigungsmöglichkeiten konzentriert. Astroscale UK untersucht bereits den Einsatz von Airbus Roboterarm-Technologie für zukünftige Missionen zur Müllbeseitigung und zum Betanken von Satelliten. Ja, die erweiterte Absichtserklärung, die umfasst auch die Wartung, Reparatur und Aufrüstung von Satelliten im Orbit, den Bau und die Montage von Raumfahrzeugkomponenten direkt im All sowie Technologien zur Verbesserung von Rendezvous- und Annäherungsoperationen. Astroscale und Airbus, die hoffen durch die Zusammenarbeit die zukünftigen Entwicklungen im Bereich der In-Orbit-Servicing-Technologie weiter voranzutreiben und damit den Weg für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums zu ebnen. Bevor wir uns die Starts der kommenden Woche anschauen, vielen Dank an alle Senkrechtstarter Schutzengel, also alle Menschen, die den Kanal regelmäßig auch monetär unterstützen. Im Namen aller Zuschauer und besonders herzlich von mir geht an euch alle ein riesen Dankeschön. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau, da findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Dankeschön gibt's ja dann alle meine Videos vorab und ohne Werbung.
Noch schnell die Starts der kommenden Woche. An meinem Geburtstag, 20.08., bekomme ich mit einer Falcon 9 eine riesengroße Geburtstagskerze. Gestartet wird von Cape Canaveral und an Bord sind Starlings. Einen Tag später, Mittwoch, 21. August, voraussichtlich Starlings von Vandenberg. Und der Wochenabschluss dann am 24. August, erneut Starlings von Cape Canaveral. Hier noch einmal ein Shoutout für den Wool Trainer und das Familienunternehmen Gieswein aus Österreich. Mit meinem Link und dem Code Senkrechtstarter bekommt ihr wieder 20% auf das gesamte Gieswein-Sortiment. Genau, findet ihr auch unten in der Beschreibung. Ja, ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. #ApolloMoment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.